Kennst du das? Du stehst länger und deine Füße fühlen sich müde, schwer oder sogar schmerzhaft an? Und dazu vielleicht hast du noch die Diagnose Plattfüße. Aber sind sie wirklich die Ursache deiner Beschwerden? Wie erkennst du, ob du einen Plattfuß hast? Und was du wirklich dagegen tun kannst? Genau das erkläre ich dir jetzt. Und wenn du jemanden kennst, der ständig über Fußschmerzen klagt, schick ihm dieses Video. Das kann ihm wirklich helfen, seine Beschwerden besser zu verstehen. Was ist eigentlich ein Plattfuß? Ganz einfach gesagt, dein Fuß hat normalerweise eine Gewölbe in der inneren Seite, wie eine Brücke. Dieses Gewölbe sorgt dafür, dass dein Fuß Belastung abfedern kann und stabil bleibt. Bei einem Plattfuß ist genau dieses Gewölbe abgesenkt oder kaum noch vorhanden. Das bedeutet, dein Fuß liegt deutlich flacher auf dem Boden auf und kippt oft nach innen weg. Genau das kannst du nach dem Duschen, wenn du mit nassen Füßen über den Boden läufst, beobachten. Schau dir deinen Fußabdruck an. Normalerweise solltest du sehen, dass der Ferse und Vorfuß deutlich zu erkennen sind und dazwischen auf der Innenseite eine leichte Wölbung. Das ist dein Fußgewölbe. Wenn dein Abdruck aber fast komplett ausgefüllt ist, also kaum eine Einbuchtung auf der Innenseite sichtbar ist, dann ist es ein erster Hinweis auf einen Plattfuß. Zweiten Test. Für diesen Test brauchst du entweder einen Spiegel oder jemanden, der deine Füße von hinten anschaut. Wenn du gerade stehst und man deine Füße von hinten anschaut, dann sollte maximal Ferse und maximal die zwei äußersten Zehen zu sehen sein. Wenn man von der Ferse anschaut, mehrere Zehe zu sehen sind, das ist ein weiterer Hinweis dafür, dass du einen Plattfuß hast. Ein wichtiger Unterschied. Plattfuß ist nicht gleich Plattfuß. Wenn du im Sitzen deine Füße anschaust, siehst du oft noch ein Gewölbe. Sobald du aber aufstehst, fällt diese Gewölbe zusammen und die Innenseite deines Fußes sinkt Richtung Boden. Dann spricht man von einem flexiblen Plattfuß. Das bedeutet, Knochen sind meistens hier nicht das Problem, sondern eher die Weichteile, also Muskelbänder, die das Gewölbe stabilisieren sollte. Jetzt die entscheidende Frage. Sind deine Plattfüße wirklich der Grund für deine Beschwerden? Typische Schmerzmuster bei Plattfüße sind Schmerzen an der Innenseite der Fußsohle, vor allem nach längerer Zeit stehen oder gehen. Schmerzen rund um die Innenseite des Sprunggelenks, die oft nach oben in der inneren Unterschenkel ausstrahlen. Und jetzt etwas, was viele überrascht. Plattfüße können sich auch negativ auf deine Knie und Hüfte auswirken. Und warum? Dein Fußgewölbe funktioniert normalerweise wie eine Art Stoßdämpfer, fast wie ein kleines Trampolin. Ist dieses Gewölbe gut ausgeprägt, werden die Kräfte beim Gehen und Stehen abgefedert. Fehlt diese Funktion, werden die Belastungen stärker nach oben weitergeleitet. Das bedeutet mehr Stress für Knie und Hüfte und damit ein höheres Risiko für Schmerzen in genau diese Bereichen. Was kannst du nun also wirklich dagegen tun? Viele denken sofort an Einlagen. Die können dich im Alltag unterstützen und kurzfristig sogar ein bisschen entlasten. Aber dein Fußgewölbe ist kein starres Konstrukt. Es wird aktiv stabilisiert, vor allem durch deine Muskulatur. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine Sehne bzw. ein Muskel an der Innenseite deines Fußes, der Tibialis posterior. Der Muskel dazu sitzt tief in deinen Unterschenkel und er verläuft hier auf der Innenseite hinter dein Sprunggelenk bis dann zum Mittelfußknochen. Wenn diesen Muskel angespannt wird, sorgt er dafür, dass das Längsgewölbe angespannt wird und erhebt die innere Seite von deinem Fuß. Und dann gibt es noch die kleinen Muskeln direkt im Fuß, die intrinsischen Fußmuskeln. Diese liegen komplett im Fuß selbst und sind entscheidend für die feine Stabilität.
Man kann sich das also so vorstellen. Die großen Muskeln geben Kraft, die kleinen Muskeln sorgen für Kontrolle und Stabilität. Aber was bedeutet das denn für dich? Wenn du Schmerzen und Beschwerden hast und wirklich etwas verändern willst, dann musst du aktiv deine Fußmuskulatur gezielt trainieren, um die Stabilität deines Gewölbes aktiv zu verbessern. Und genau dafür zeige ich jetzt diese Übungen. Und unsere erste Übung ist genau für den Tibialis posterior, also der größte Muskel, der dabei hilft, das Längsgewölbe wieder aufzurichten. Dafür brauchst du so ein Gummiband. Am einen Ende machst du dann so eine Schlaufe. Du beginnst die Übung im Sitzen. Solltest selbstverständlich immer beide Füße trainieren. Mit einer Seite, mit einem Fuß trittst du jetzt auf eine Ende von dem Gummiband drauf. Und jetzt halt den anderen Fuß, den du jetzt halt üben willst, den legst du auf dein Knie drauf. Jetzt sollte das Gummiband schon ein bisschen Spannung haben. Wenn nicht, kannst du es noch ein bisschen nachziehen, so dass die Übung schon so beginnt, dass du eine Vorspannung hast und dein Fuß leicht nach unten gezogen wird. Von dieser Position aus versuchst du nun, deine Zehe nach oben Richtung Decke zu bringen und gleichzeitig sieht man dann das Aufbauen von dem Gewölbe selbst. Lass den Fuß langsam nach unten wieder sinken und heb dann den Fuß wieder nach oben Richtung Decke. Die Schwierigkeiten von dieser Übung kannst du dann anpassen, indem du das Band einzeln oder doppelt nimmst oder indem du das Band, einfach mal ein schweres Band nimmst, die dir mehr Widerstand gibt. Diese Übung solltest du nun für 3 Serien durchführen und 15 Mal jeweils. Wer einen flexiblen Plattfuß hat, hat sie dies beidseitig. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du beide Seiten trainierst. Halte deinen Unterschenkel fest auf dem Knie, versuche stabil zu bleiben und bewege nun nur den Fuß nach oben Richtung Decke. Dabei solltest du auch sehen, dass es hier das Gewölbe gleich aufgebaut wird und dann langsam wieder nach unten Richtung Boden senken. Heben hoch und langsam nach unten Richtung Boden senken. 15 Wiederholungen, um das gleiche dann auch auf der anderen Seite zu machen. Der Tibialis posterior hebt nicht nur das Fußgewölbe, sondern auch sorgt dafür, dass dein Fuß nach unten gebracht wird. Mit dieser Übung kannst du auch diese Funktion jetzt trainieren. Du solltest ein Gewicht nehmen und vorne auf dein Knie platzieren. Es kann auch eine Einkaufstüte sein. Du kannst dich auch auf das Knie drauflehnen. Wichtig ist nur, dass du einen Druck hast, die jetzt es erschwert, deine Ferse von dem Boden zu heben. Achte darauf, dass es der Vorfuß an den Bereich unterhalb von dem großen Zeh und unterhalb von den kleinen Zeh, dass diese beiden Punkte die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Und dann versuche von dem 90-Grad-Stellung mit dem kompletten Fuß auf dem Boden, hebst du dann die Ferse hoch, dass du es in der Wade spürst und gleichzeitig solltest du sehen, dass das Gewölbe hier aufgebaut wird. Und senke dann den Fuß langsam wieder runter. Versuche die Zehe nicht zu krallen, hebe die Ferse, achte auf die 2 Punkte, versuche das Gewicht, der Druck unter den großen Zeh und den kleinen Zeh gleichmäßig zu verteilen und senke dann langsam deine Ferse wieder. Hochkommen nach oben, vor allem hinten die Ferse, die soll auch so leicht nach innen knicken. Das wird dafür sorgen, auch dass das Gewölbe danach auch schön in der richtigen Stellung bleibt. Und dann wieder senken. Da kannst du auch ordentlich Gewicht drauf packen oder du drückst mit den Oberkörper und deine Hände aktiv dagegen. 15 Wiederholungen sollen das ebenfalls werden, beziehungsweise bis du spürst, dass die Muskulatur an der Wade, so tief an der Wade drin, nicht nur die Wade selbst, sondern tief, hier wo der Tibialis posterior verläuft, da müsstest du auch die Spannung spüren.
wieder senken. Denke dran, dass du die Zehe nicht krallen solltest. Wenn du mit der einen Seite fertig bist, dann auch ebenfalls sehr gerne auf der anderen Seite. Großzeh, Kleinzeh bleiben fest auf dem Boden und du hebst die Ferse hoch, um sie dann langsam wieder zu senken. Nach oben und fast etwas nach innen und dann wieder senken. 3 Serien von jeweils 15 Wiederholungen solltest du pro Seite durchführen. Unsere dritte Übung ist für die kurzen Fußmuskeln. Diese Muskeln sitzen ganz tief in deine Füße und die sorgen auch dafür, dass die Plantarfaszie und die Bänder von dem Längsgewölbe unterstützt werden. Und dafür brauchst du jetzt ein Handtuch. Dieses Handtuch schmeißt du auf den Boden hin, versuche mal mit Hüfte 90 Grad und auch das Knie in 90 Grad. Und ein wichtiger Aspekt von dieser Übung sind die 3 Punkte von deinem Fuß. Das heißt, wenn du die Übung machst, ist es ganz wichtig, dass die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden bleibt. Diesen Bereich unterhalb von dem Großzeh-Grundgelenk, der muss auf dem Boden bleiben und ebenfalls den Bereich unterhalb von dem kleinen Zeh-Grundgelenk. Stell dir mal vor, wie so ein Dreieck. Diese 3 Punkte berühren den Boden und dann versuchst du, das Handtuch in der Mitte zusammenzuziehen, so dass es der Bereich hier mittig sich hebt. Man sieht auch, dass die Sehnen von der Muskulatur aktiv werden und hier kannst du dann halt gerne fast einen Finger darunter stecken und dann wieder loslassen. Heb die Mitte von deinem Fuß. Zu Beginn ist es vielmehr eine Frage von Koordination. Achte aber darauf, dass die 3 Punkte von großen Zeh und kleinen Zehen nicht von dem Boden hochheben. Und lass sie dann wieder runter. Reinziehen, hoch. Es passiert nicht besonders viel. Es ist nur wirklich, dass das Gewölbe aufgebaut wird und der Innenbereich von dem Fuß nicht mehr den Boden berührt. Und lass es dann wieder los. 15 bis 20 Wiederholungen sollten das werden. Und wie gesagt, im besten Fall immer beide Füße üben. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen deine Beschwerden lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Für die nächste Übung wird es dynamisch. Eine große Rolle für das Fußgewölbe spielt auch dein Gesäßmuskel. Wenn deine Hüftmuskulatur aktiver ist, wird auch dein Fußgewölbe unterstützt. Das kannst du auch sehr einfach merken, indem du dich hinstellst und wenn du jetzt, ohne dass du deine Füße bewegst, nur die Hüfte so leicht nach innen bewegst, dann wirst du spüren, dass die Innenseite von deinen Füßen automatisch mehr zum Boden bewegt. Wenn du nun das Gesäßmuskel anspannst und die Hüfte etwas nach außen drehst, passiert genau das Gegenteil. Dein Fußgewölbe wird aufgebaut. Der wird stärker und der Kontakt von dem Fuß verändert sich auf dem Boden. Und diese Übung ist genau dafür. Du brauchst dann halt so ein Gummiband. Das platzierst du um deine Knie herum. Und jetzt spreizt du die Hüfte. Mit dieser Spreizung aktivierst du dann deine Gesäßmuskulatur. Und genauso wie bei der zweiten Übung solltest du darauf achten, dass wenn du jetzt die Ferse hebst, dass das Großzeh-Grundgelenk und der kleine Zeh, dass beide die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Es ist jetzt kein Gleichgewichtstraining, deswegen kannst du dich sehr gerne irgendwo festhalten. Deine Beine sind etwas mehr als hüftbreit auseinander. Du hältst dich irgendwo fest und versuchst jetzt die Ferse vom Boden hochzuheben. Kleinzeh, Großzeh bleiben auf dem Boden. Und wenn du deine Füße jetzt im Spiegel schaust, würdest du auch sehen, dass deine Ferse sich nach innen bewegen. Das Gewölbe ist aufgebaut, deine Ferse ist nach innen und du bleibst auf die Zehenspitze zu stehen, ohne dass deine Zehe jetzt halt krallen. Und dann gehst du langsam wieder runter. Beine gespreizt,
Vorfuß auf dem Boden, halte dich fest, damit du kein Gleichgewichtsproblem hast. Ferse werden hochgehoben von dem Boden und nach innen bewegt, um dann wieder langsam zu steigern. 15 bis 20 Wiederholungen solltest du durchführen. Und achte wirklich darauf, dass du nicht die ganze Zeit mit dem Zehen krallend auf dem Boden bist, sondern wirklich nur die Ferse hebst und nach innen bewegst. Und dann zu guter Letzt. Wenn man einen Plattfuß hat, dann hat man häufig eine erhöhte Spannung von der Außenmuskulatur, von dem Unterschenkel. Die Muskeln an der Außenseite deiner Unterschenkel ziehen deinen Fuß eher in Richtung Plattfußstellung. Und genau dort wollen wir die Spannung etwas reduzieren. Deshalb solltest du diese Dehnung durchführen. Stell dich aufrecht hin und das Bein oder die Muskulatur von der Seite, die du dehnen willst, das sollst du überkreuzen. Dein Gewicht ist nun auf das hinteren Bein. Diese Muskulatur wollen wir jetzt dehnen. Und dafür solltest du deinen Fußrücken und die Außenkanten vom Fuß auf dem Boden hinstellen, wie bei einer Ballerina. Und dann erzeugst du dort einen Zug. Versuch mal so viel wie möglich von dem Fußrücken, von der Außenkante vom Fuß auf dem Boden zu bewegen. Ziel ist, dass du in diesem Bereich eine Dehnung verspürst. Verbleibe in dieser Position für ungefähr 30 Sekunden und wiederhole das Ganze für 3 Mal. Und ebenfalls mit der anderen Seite. Überkreuze das Bein. Dein Gewicht steht auf das hinteren Bein. Versuche den Fußrücken und Außenkanten vom Fuß auf dem Boden zu bewegen und verbleibe in der Position für ungefähr 30 Sekunden. Und wenn deine Füße schmerzen wegen einem Plattfuß, dann probieren diese Übungen aus. Die können dir gut dabei helfen, deine Schmerzen zu lindern, damit du schmerzfrei wieder durch die Gegend laufen kannst. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!